Wir wollen uns das alles noch mal genauer anschauen, und zwar mit Professor Jens Südekom, Ökonom und Wirtschaftsforscher. Schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, also Trump ist ja zurückgerudert, lobt die EU für ihre Verhandlungstaktik. Gleichzeitig gibt er China die Breitseite, 145% Zölle. Also das scheint so der wahre Gegner der USA zu sein, nach Trumps Sicht. Oder was meinen Sie, was bezweckt er damit? China ist der klare Hauptgegner geopolitisch von Donald Trump. Und ansonsten ist er eingelenkt, weil er hat das erlebt, was wir den Liz-Truss-Moment nennen, in Anlehnung an das, was mit der damaligen britischen Premierministerin passiert ist, die ja auch ein Programm aufgelegt hat, dann von den internationalen Finanzmärkten komplett zurückgepfiffen wurde. Und genau das ist Donald Trump passiert. Die Märkte haben ganz klar gesagt, du kannst nicht gleichzeitig Handelskrieg mit der ganzen Welt spielen. Und deswegen musste er seine Zölle zurücknehmen. Aber muss man dann auch mal anerkennen, dass die EU da offenbar wirklich auf einem guten Kurs auch unterwegs ist? Denn bislang konnte man ja da relativ glimpflich noch rauskommen. Ich glaube, die EU hat sehr klug gehandelt. Sie hat ja gesagt, wir machen jetzt nicht überstürzt Gegenmaßnahmen, so wie China das gemacht hat, sondern im Gegenteil, wir präsentieren direkt mal ein Angebot. Ursula von der Leyen hat ja gesagt, lieber Donald, wollen wir nicht ein Freihandelsabkommen machen und die Zölle einfach alle auf Null setzen? Das ist ja mal ein Angebot. Und die 90 Tage Pause, die jetzt von ihm ausgerufen wurden, auch gegenüber der EU, die würde ich jetzt einerseits nutzen, um genau dieses Angebot noch zu verstärken und zu sagen, wollen wir das nicht machen. Wir müssen uns aber natürlich gleichzeitig vorbereiten in den 90 Tagen. Was machen wir, wenn dann der ganze Spuk wieder von vorne losgeht und die Zölle dann doch wieder kommen? Dann müssen wir natürlich sehr schnell antworten mit Gegenmaßnahmen. Und da scheint sich der EU oder ja, neue Freiräume auch in anderer Hinsicht zu eröffnen, denn man verhandelt jetzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten über einen Freihandelsraum und man scheint sich auch mit China einigen zu wollen, dass man Mindestpreise statt Zölle erhebt, zum Beispiel für chinesische E-Autos. Wie sinnvoll ist so eine Taktik? Ganz allgemein ist es völlig richtig, dass die EU jetzt suchen sollte, weltweit nach so einer Koalition der Willigen, also anderen Ländern, die weiterhin daran interessiert sind, regelgebundenen Handel zu betreiben. Donald Trump ist das ja nicht mehr, aber zum Beispiel auch Australien, Indonesien, Vereinigten Arabischen Emirate. Wir haben das Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika, das sollte jetzt sehr schnell abgeschlossen werden. Also insgesamt würde ich sagen, mit allen anderen Ländern auf der Welt führt diese ganze Zollpolitik und das ganze Zollchaos von Donald Trump eher dazu, dass sich alle anderen, dass die ein bisschen näher aneinander heranrücken. Ja, alle gegen die USA, dann selbst auf der anderen Seite verbündet. Aber wie schauen Sie denn auf die Situation, dass man eben auch sagt, diese 90 Tage muss man letztendlich nutzen, dann auch für Verhandlungen? Also das ist ja das eine. Und die andere Seite haben wir ja trotzdem, dass mir China, dieser massiv eskalierte Handelskrieg, inwieweit betrifft der denn auch die europäische und vor allem auch die deutsche Wirtschaft? Worauf wir uns jetzt einstellen können, ist, dass der Handel zwischen den USA und China ziemlich zum Erliegen kommen wird. Also Zölle jetzt über 100%. Da kann das Handelsvolumen nur dramatisch sinken. Und das wird natürlich bedeuten, dass die chinesischen Exporte, und China exportiert extrem viel, sich jetzt neue Märkte sucht und etliche der Exporte der Güter, die eigentlich für die USA vielleicht gedacht waren, könnten jetzt in Europa ankommen. Und das heißt natürlich, die Preise werden sinken. Bei zum Beispiel Solarpanelen ist das vielleicht ja sogar eine gute Nachricht. Also jeder, der gerade überlegt, sich Solarpaneele aufs Dach zu schrauben, der kann sich freuen. Das wird wahrscheinlich billiger. Aber das heißt natürlich auch, wahrscheinlich im Auto, im Stahlbereich werden auch die Preise weiterfallen. Und das ist natürlich jetzt für die deutsche Industrie, für die europäische Industrie eine sehr schwierige Situation, dass wir letztlich jetzt erheblich stärkeren Wettbewerbsdruck aus China bekommen dürften. Und schwierig ist ja auch die Unberechenbarkeit weiterhin der US-Politik, auch im Hinblick auf Zölle und dergleichen. Nun wissen wir ja, oder haben wir gehört, dass eben Trump selber wahnsinnig Kasse gemacht hat. Also dass er eigentlich den Staat und seine Möglichkeiten so als Selbstbedienungsladen weiterhin benutzt und auch seinen Freunden Bescheid sagt. Wie ist das, wie kommt das an? Also dass offensichtlich ein Politiker in der Position so agieren kann und trotzdem nicht fürchten muss um seinen Job? Man muss natürlich jetzt vorsichtig sein. Es liegen jetzt noch keine handfesten Beweise vor, aber alles, was man da sieht medial
Und es war ja im Beitrag angesprochen, dass Trump auch im Oval Office dann Leute versammelt und sagt, ach schau mal, der hat gerade 250 Millionen verdient und der hat 90 Millionen verdient. Das riecht schon verdächtig nach Insiderhandel. Und das ist natürlich, wenn das so ist, ein handfester Skandal. Und ich hoffe, dass das auch juristisch in den USA noch aufgearbeitet werden kann. Ob das möglich ist, ist allerdings schwer zu sagen, weil momentan die Justiz und Trump ja ein sehr schwieriges Verhältnis zueinander haben. Ja, wir merken schon, Sie wollen künftig noch mal in die USA reisen und versuchen, da sich vorsichtig zu äußern. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Analyse, Professor Südekum. Danke. Ich danke Ihnen.